weiter geht's mit einem Video, was ich mir schon länger angucken wollte. Schon seit einer Woche ist es online. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Englischkenntnisse auspacken. Ihr wisst, mein Englisch ist not the yellow from the egg, würde der Heiko Kalbach jetzt sagen. Und zwar Larry Wheels mit dem Video I Stopped Steroids. Wieso, weshalb, warum? Ich bin gespannt. Oder ist es nur Clickbait? Ich weiß es nicht. Let's go, Freunde. Episches Intro auf jeden Fall bei Larry hier. What's up, guys? Welcome back to the channel. I have an interesting journey I want you to embark with me on. So for the last decade, many of you know I've been using PEDs, peptides, all kinds of performance enhancing drugs. Er hat alles schon durch, okay? Also viele Sachen schon durchgetestet. Kingfisher 1879, danke dir fürs Prime-Abo. And my first couple years into fitness started when I was 14, onward to 16 with a broomstick, cinder blocks, push-ups, pull-ups, calisthenics, riding my bike, being athletic. It wasn't until I was 16 that I actually got to join a gym, and shortly after that, we're talking... Bruder, ich понимаю по-русски, bei mir, Jok, ich kann kein Russisch. Okay? A year, maybe a year and a half, did I start my first cycle, and I've been cycling ever since. Warte mal, wann hat er seinen ersten Cycle gestartet? Nach 1,5 Jahren Training, dann wäre er 17,5. And I actually got to join a gym, and shortly after that, we're talking a year, maybe a year and a half, did I start my first cycle, and I've been... Krass, also mit 17,5 gab es bei ihm die erste Kur. Cycling ever since. So, much like you don't know, I don't know what I'm capable of off cycle. Now, going completely off isn't an option for me. I cannot produce testosterone naturally. So I'm going to be on testosterone replacement therapy. I've tried post-cycle therapy. Okay, also das, was der Chat schon geschrieben hat, stimmt, denke ich mal. Wir gucken das natürlich bis zum Schluss. Komplett aufzugehen will er nicht. Er will eine TRT fahren. Ja, weil sein Körper produziert kein eigenes Testosteron mehr. Larry Wolter. Ich bin der Meinung, Freunde, dass eine TRT-Dosierung ab einem gewissen Alter auch sinnvoll ist. Abseits vom Bodybuilding. Hat nicht unbedingt was mit Bodybuilding zu tun. Hat einfach viele Vorteile. Und wenn man es richtig macht mit einem Arzt, regelmäßig Blutbilder checkt und alles, wird es keine Nebenwirkungen haben, großartigen. Ne? Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt euch sagen will, damit fangt an, Testo zu nehmen oder eine TRT-Dosierung zu machen. Um Gottes Willen. Denn sowas müsst ihr mit eurem Arzt immer abklären, ja. Der ist der zuständige Ansprechpartner dafür. Aber ich denke so, ab Mitte, Ende 20 oder ab 30, wenn der Testosteronspiegel sowieso schon sinkt von Haus aus, dann ergibt es Sinn, sich eine kleine Dosis alle paar Tage hinzuzuführen. Wobei ich die Injektionsintervalle von der TRT in Deutschland völlig schwachsinnig finde. Ja. Ich bin immer der Meinung, Dosierung sehr, sehr niedrig, Injektionsintervall sehr, sehr hoch. Elias 6969, danke dir fürs Prime-Abo, mein Lieber. Several times when I first began cycling and I was unable to recover. Now, TRT for me would be anywhere from as low as 70 milligrams a week. I've heard even lower dosages. Anywhere from Wie viel die Woche? as low as 70 milligrams a week. Was nennt er da für eine Zahl? 70 Milligramm, ne? Okay. I've heard even lower dosages to as high as 175.
175, I believe, being on the higher side of being a healthy, natural male in his prime. So I say I'll start 175 and I'll get my bloods done. So I actually watched, read an article by More Plates, More Dates, and he wanted his test levels in the 700s. And he was on 100 mg, got his bloods done, and it came up about 400 and some change. So I'm not saying that I should do exactly what Derek intended on doing for his TRT replacement therapy, but I think 175 is a good place for me to start. And Freunde, ich lese hier gerade den Chat. Ich meinte nicht Mitte, Ende 20, ich meinte Mitte, Ende 30. Ich habe mich versprochen. Pardon. Das ist manchmal ein bisschen viel hier. Video noch auf Englisch, Alter. Ihr wisst mein Englisch, ich muss mich gerade unfassbar krank konzentrieren. Dann der Chat. Ja, da muss ich noch überlegen, Alter, was ich sage. Da muss ich hier noch trinken. Ist alles ein bisschen viel, Freunde. Bitte, verzeiht mir. I speak with my doctor and, we get my bloods done and we see that it's more than what's necessary, then I'll decrease it. But I certainly won't increase it. Ja, da muss ich auch noch sitzen. Überleg mal. Anytime in the near future. So what does this mean with my 1,000-pound deadlift? Well, I'm not calling it quits on it. I am putting the brakes on attempting PRs like that at the moment. So you guys do know I have come off a back injury. Luckily, it was a small grade 1 tear. I'm already okay. But does that mean the right answer is to jump into another extreme prep for a 1,000-pound deadlift? Sein Ziel ist es ja, die 1000 Kilogramm Kreuzheben, das 1000 Kilogramm Kreuzheben zu absolvieren. Das wäre dann für ihn ein persönlicher Rekord. Und ich denke mal, das wäre ein fetter Rekord. Ne? Ich weiß nicht, wie viel aktuell der Deadlift-Rekord ist. Pounds, Freunde, sorry, ja, nicht Kilo, Pounds. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen. Ich meine nicht Kilo, ich meine Pounds. Hallo, Kurva, ich weiß. Eine Tonne zu ziehen ist unmöglich. Das wird auch nicht eine Kreuzung aus Larry Wheels und Leonidas schaffen. Das ist mir bewusst. Ich meine natürlich Pounds. Ja, und deshalb, das will er immer noch machen. Aber er will jetzt halt einen Gang zurückschalten. Aber dennoch will er diese Challenge absolvieren. 1000 Gramm. Ja, genau, 1000 Gramm. Probably not. So I actually want to take Greg Duchette's advice and slow things down. Stop being in such a rush. Why do I have to do it right now? I'm 27. I can take my time. Boah, der ist seit 10 Jahren auf Stoff. 10 Jahre konstant auf Sendung, Alter. Me several years from now, I'll still be in my prime. I'll still be healthy. As long as my heart's beating, I can have a crack at it whenever I want. PDs aren't going nowhere. That 1,000 deadlift isn't going nowhere. And for me, that's a lifetime achievement. And it will be Er ist 27. the biggest feat of strength that I've ever done if I can do that. And I am in no rush to do it because I've learned the hard way as coming up from my vacation, thinking I can resume my training prior to me taking the vacation, and I crashed and burned. I tried to rush the training because I had a few weeks left to work with. Shouldn't have taken the vacation in the first place. Regardless, I did what I did, came back, and tried to rush the process, got injured in the process. So that has taught me that I don't gain anything by trying to rush. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ein Video von Larry Wheels auf Englisch anzugucken, ist leichter für mich zum Verständnis als ein Video von Brozep. Wenn Brozep eine Studie auseinander nimmt, ist es für mich komplizierter als ein englisches Video von Larry Wheels. Things. If anything, I'm going to rush myself into an injury. So, with that said, more than that 1,000-pound deadlift, for you to understand my perspective, seeing what I'm capable of on TRT is more. Alter, sagen wir, er war vorher auf, was diese Powerlifter oder wie man Powerlifter ist schon richtig, machen, die nehmen auf jeden Fall orale Steroide, die dir auf kurze Zeit viel Kraft verschaffen, ja, in kürzester Zeit. Beispielsweise auch, wo du bereits nach 1-2 Wochen Einnahme direkt die Power bekommst. Dann nehmen viele auch noch Tren, weil Tren knallt auch wirklich brutal auf die Kraftwerte.
Wenn er jetzt alles rauswirft und nur noch TRT-Dosierung fährt, eine kleine Testosterondosierung, wird definitiv seine Kraft mega einfallen, 100%. Of a priority to me is more exciting. It makes me feel invigorated. Going for a 1,000-pound deadlift, as exciting as that is, I've been on PDs and hitting PRs the last decade, okay, for 10 years straight. So, aber ich finde es sehr, sehr krass, dass er das hier offen und ehrlich zugibt, dass er seit 10 Jahren drauf ist. Finde ich geil. I know if I push the envelope enough, if I go to the extremes enough, I can get there, right? But what I don't know is how will I perform without all of that assistance? Because the fact of the matter is PEDs make a tremendous difference in your physique, in your strength, in your psyche, your recovery. More than, I think, more than general population, I think, understands. Because the Immer noch Chat, er ist 27 und hat mit 17 angefangen zu ballern. So, letzte Mal. time I did cycle off, okay, albeit my T levels did crash, the changes were night and day. I mean, I remember losing 30, 40 pounds coming off cycle within a few weeks. I remember going from like a 550 bench to like a 405 for 1 rep bench. We're talking 20 to 30% of a drop in strength. Also er sagt auch, wenn er runtergeht von dem Stoff, verliert er 20 bis 30% an Power. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Und natürlich auch an Körpergewicht. Weil viele Steroide, Peptide, whatever, binden Wasser im Körper beziehungsweise ziehen Wasser, halten Wasser in der Muskulatur. Ja, wenn ihr jetzt beispielsweise Kollege XY aus dem McFit knallt sich Thais rein für einen Monat, nimmt er natürlich dann seine 5-6 Kilo zu. Es sind aber keine 5-6 Kilo Muskulatur, sondern meistens nur Wasser. Dann setzt er die Tabletten ab und die 5-6 Kilo sind weg. 20 to 40 pound drop in body weight. I did it a few times, right? So I have a rough idea what it's like to do it that way, but that's using PCT, right? That's using Clomid, Novadax, HCG, that's doing it that way. Okay, er hat vorher immer abgesetzt mit HCG, Clomid und Tamox, denke ich mal auch. Warte mal. Right. Novaldex ist auch ein Östroaromatase-Hämmer. Using Clomid, Novadax, HCG, that's doing it that way. So I didn't go from blasting 500 mg or whatever, testosterone, whatever. Ey, aber auf jeden Fall interessantes Video, da kann man mal gucken und hören, wie er das so gemacht hat, ne, in der Vergangenheit. Sehr, sehr interessant. Antibiotics I was using at the time down to TRT levels of testosterone. So I don't know how I respond that way. So that's what I want to find out. And this experiment will go on indefinitely. And I think it'll be interesting for me to embark on a journey that no one has seen before. I haven't seen it for myself. It will bring out a different side of me, and it will force me to be more disciplined with everything. That means food, recovery, training. When you're on cycle, you can get away with a lot. You can make mistakes. You can be a bit lazy sometimes. You can have less discipline, right? You're getting assistance from the PDs. You're getting quite a bit of help. 100%. Wenn du voll geballert bist mit oben hin, bis oben hin, kannst du dir viel mehr erlauben. Du kannst viel mehr Patzer haben, was die Ernährung angeht. Du regenerierst viel krasser, ja. Du brauchst vielleicht nicht so viel Schlaf. Wenn er jetzt auf TRT runtergeht und das wirklich der Wahrheit entspricht, vielleicht macht er uns hier einen vor, das weiß man ja natürlich nicht, dann muss er wirklich 100% Gas geben. Er muss noch mehr Gas geben als vorher, ja. Er muss besser regenerieren, er muss auf alles achten, er darf nicht so oft auswärts essen, beziehungsweise muss er sich öfter an seinen Plan halten, 100%. Gebe ich ihm vollkommen recht. Okay, granted, I have great genetics, I responded well to it, and I've had great coaches, and you know, I've made plenty of mistakes along the way, but I've had a lot of success on PEDs against others who are also on PEDs, so I can't attribute all my success to PEDs, but I know that they have made a significant impact on my physique and my achievements and feats of strength. So I want to eliminate that and put myself at a baseline of 175 mg per week and see what I'm capable of. What can I squat? What can I bench? What can I deadlift? What can I overhead press? Bicep curl? How can I arm wrestle? What can I arm wrestle at 175 a week? There are so many things, just about everything that I've been doing up until this point that I want to read. Jetzt stell dir vor, der hat so eine motherfucking Genetik, dass der auf TRT keine Kraft verliert. Das wäre krass.
Kann ich mir aber nicht vorstellen, auf keinen Fall. Der wird definitiv an Power verlieren, 100%. Do, but on TRT. Aber dennoch wird er ein brutaler, kräftiger Athlet bleiben. Ja? Er wird immer noch unfassbare Kraftwerte haben, selbst auf TRT. 100%, dafür lege ich meine Hand für ins Feuer. Right? And go through the same training prep I did, for example, for my most recent PR of 422 kg for 3. I want to do that same prep specifically for the deadlift, right? And see what my results will be on TRT versus what I did for that prep. So, you know, look, I appreciate your patience for all those watching. You know, I must seem like I'm here and I'm there all the time and I can't make up my mind, but my mind is made on this. And again, I'm not permanently giving up PEDs because I'm sure there'll be a time again in the future when I want to go for that 1,000 pound deadlift. Again, that's a lifetime goal of mine, lifetime achievement. And I'm not giving up on that. But right now, put the brakes on, take my time, and see what I can do on TRT. Anyways, look, thanks for watching, and I will keep you updated very shortly. I will post weekly updates with my experience on TRT, and of course, all of my... Sehr, sehr geile Videoreihe wird das, weil ich bin wirklich sehr gespannt, was passiert um Larry Wheels herum. Ja? Wie viel, das, was der gerade gesagt hat, er will es ja selber wissen, wie viel er beugen wird, drücken wird, ziehen wird. Das ist wirklich sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Was laber ich da, Digga? Ich bin sehr, sehr gespannt. So. My training videos will continue as usual. You'll be getting the same. Sehr, sehr interessant. So, jetzt haben wir es. Ich lese manchmal den Chat, während ich irgendwas erzähle, dann kommt so eine Scheiße bei rum. Same content, if not more. And I'm going to be as transparent as I can be about this journey. So thanks for watching as usual. Drop a comment below on your thoughts. Geil, Alter. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, woher Thunfisch seine Videoideen hat, transparent über Stoff zu reden. Nein, aber cool. Wir werden das Ganze, denke ich mal, verfolgen. Larry Wheels, Alter, brutaler Typ. Es war tatsächlich kein Clickbait. Er hat alles quasi abgesetzt und geht auf TRT-Dosierung. Ja. Ich bin gespannt, wirklich. Wir werden das Ganze auf jeden Fall verfolgen. Sehr, sehr cool. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid, powerstage-germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.